Stell dir vor, es ist Heiligabend. Die Geschenke sind ausgepackt, das Essen ist vorbei, eigentlich der friedlichste Moment des Jahres. Doch statistisch gesehen passiert genau jetzt, ziemlich genau um 22 Uhr, etwas Beunruhigendes. Laut einer großen schwedischen Studie, der Sweetheart-Studie, steigt das Risiko für einen Herzinfarkt an diesem Abend um satte 37% an. Nicht am Morgen, nicht am nächsten Tag, sondern genau am Abend des 24. Dezember. Viele denken sofort an die Kälte draußen oder den Stress beim Geschenkekaufen. Aber das erklärt nicht diesen präzisen Zeitpunkt am Abend. Die wahre Ursache liegt tiefer. Sie liegt in einer biochemischen Kettenreaktion, die wir unserem Körper oft unbewusst genau in diesen Stunden zumuten. Es ist ein perfekter Sturm aus 3 physiologischen Faktoren. Einzeln wären sie harmlos, aber in Kombination setzen sie das elektrische System deines Herzens massiv unter Druck. Warum dein Herz ausgerechnet an diesem stillen Abend Schwerstarbeit leistet und was das sogenannte Holiday Heart Syndrom physiologisch bedeutet, das schauen wir uns jetzt an. Um zu verstehen, was um 22 Uhr passiert, müssen wir ein paar Stunden zurückspulen zum Abendessen. Weihnachten bedeutet oft fettreich, viel und schwer verdaulich. Für deinen Körper ist das keine Feier, für ihn ist das ein logistischer Großauftrag. Um Gänsebraten, Kartoffelsalat oder Fondue zu verdauen, muss der Körper riesige Mengen Blut in den Magen-Darm-Trakt umleiten. Medizinisch nennen wir das postprandiale Hyperämie. Dieses Blut fehlt nun in der Peripherie, dein Herz muss also schneller schlagen, um den Kreislauf stabil zu halten. Doch da ist noch ein mechanisches Problem, das Röhmheld-Syndrom. Wenn der Magen extrem gefüllt ist und durch die Verdauung Gase entstehen, drückt er das Zwerchfell nach oben. Das verkleinert physisch den Platz für das Herz. Und genau hier verläuft der Vagusnerv. Er ist eigentlich für Entspannung zuständig. Wird er aber durch den vollen Magen mechanisch gereizt, sendet er fehlerhafte Signale an das Herz. Er kann den Herzschlag paradoxerweise verlangsamen oder stolpern lassen, während das Herz eigentlich wegen der Verdauungsarbeit schneller schlagen müsste. Dieser Widerspruch, Gaspedal durch die Verdauung, Bremse durch den gedrückten Nerv, ist der erste massive Stressfaktor für deinen Sinusknoten, deinen natürlichen Herzschrittmacher. Der zweite Faktor ist das, was wir dazu trinken. Alkohol gehört für viele dazu, aber an diesem Abend wirkt er anders als sonst. Mediziner nennen das Phänomen Holiday Heart Syndrom. Alkohol ist ein Zellgift, das direkt auf die Herzmuskelzellen wirkt. Aber viel entscheidender ist, was er mit deinen Elektrolyten macht. Alkohol wirkt harntreibend. Du verlierst Flüssigkeit und mit ihr wichtige Mineralstoffe wie Kalium und Magnesium. Diese beiden Ionen sind aber entscheidend für das sogenannte Aktionspotenzial, also den elektrischen Funken, der dein Herz schlagen lässt. Fehlt Kalium außen an der Zelle und Magnesium innen, wird die Zellmembran instabil. Die Erholungszeit der Herzzelle nach einem Schlag verkürzt sich. Das Ergebnis? Einzelne Herzmuskelzellen warten nicht mehr auf das Signal des Chefs, also des Sinusknotens, sie fangen an, eigenständig elektrische Impulse zu feuern. Es entsteht ein elektrisches Chaos, wir nennen das Vorhofflimmern. Das Herz stolpert, rast und verliert seinen Rhythmus. Kombiniert mit dem Druck aus dem Magen ist das System jetzt fast am Limit. Und dann ist da noch der Faktor, den wir am liebsten ignorieren: emotionaler Stress. Erwartungshaltungen, Familie, vielleicht alte Konflikte. Selbst wenn wir es nicht merken, der Körper schüttet an Feiertagen oft vermehrt Cortisol und Adrenalin aus. Diese Stresshormone haben eine evolutionäre Aufgabe: Kampf oder Flucht. Sie sorgen für eine Vasokonstriktion, das heißt, die Blutgefäße ziehen sich zusammen, der Blutdruck steigt. Dein Herz, das bereits durch die Verdauung überlastet ist und durch den Alkohol elektrisch instabil wurde, muss nun auch noch gegen einen erhöhten Widerstand in den Gefäßen anpumpen. Die sogenannte Nachlast steigt dramatisch. Und um 22 Uhr kommen diese 3 Kurven zusammen. Erstens, maximaler Magenfüllstand. Zweitens, Elektrolytverlust durch den Alkohol. Drittens, hoher Gefäßwiderstand durch Stress. Das Herz braucht jetzt mehr Sauerstoff, als es bekommen kann, und das kann gefährlich werden. Das klingt bedrohlich, ist aber biologisch absolut logisch. Und weil es logisch ist, kannst du physiologisch gegensteuern, ohne die Feier zu ruinieren. Dein Körper versucht ständig ein Gleichgewicht zu herstellen. Hilf ihm einfach dabei. Nummer 1: Volumen.
Trinke zu jedem Glas Alkohol ein großes Glas Wasser. Das hält das Blut flüssig und puffert den Elektrolytverlust ab. Nummer 2. Entlaste den Vagus. Iss langsamer, leg Pausen ein. Wenn der Magen nicht extrem überdehnt wird, bleibt der mechanische Reiz auf das Herz aus. Nummer 3. Atmen. Wenn du merkst, dass Stress aufkommt, atme tief in den Bauch. Das aktiviert den Parasympathikus und senkt den Widerstand in den Gefäßen sofort. Herzprobleme an Weihnachten sind kein Schicksal. Sie sind oft nur das Ergebnis einer physiologischen Überlastung. Wer die Mechanismen kennt, kann besser auf sich achten. Wenn du Medizin nicht nur oberflächlich, sondern fundiert verstehen willst, von der Zelle bis zum Organ, dann abonniere jetzt MedKlar. Hier gibt es Medizin ohne Blabla, dafür mit echter Logik. Ich wünsche dir entspannte und vor allem physiologisch stabile Feiertage. Wir sehen uns im nächsten Video.